A topic of great interest to many believers is what's known as the rapture. Ein interessantes Thema für viele Gläubige ist die Entrückung. Now, many people deny that there is a rapture. Viele Menschen sagen, es gibt keine Entrückung. They'll say that that word doesn't appear in the Bible. Sie sagen, in der Bibel steht doch nicht das Wort Entrückung. In reality, that's not the case. That's not true. Aber das stimmt nicht. Wenn der Erzengel Michael die erste Trompete bläst, That Messiah will gather up his people quickly from the world. dass der Messias dann seine Nachfolger schnell aus der Welt holen wird. And this word, which means to remove or gather up quickly, Und dieses Wort, was bedeutet schnell holen oder schnell zusammenbringen, is the Greek word arpazo. ist das griechische Wort apazo. When it's translated into Latin many years ago, Wenn es ins Lateinische übersetzt wird, wie es vor vielen Jahren wurde, it relates to a word where we get the English concept rapture. dann wird es zu einem Wort bezogen, was auf Englisch oder auch auf Deutsch Entrückung bedeutet. Paul says, for example, that he has a secret. Paulus sagt, dass er ein Geheimnis hat. Now, in the New Testament, a secret is something that's really not understood in the Old Testament. Im Neuen Testament bedeutet ein Geheimnis etwas, was im Alten Testament nicht verstanden werden konnte. A secret or a mystery reveals something of new revelation. Ein Geheimnis zeigt, dass es eine neue Offenbarung gab. And to this, Paul says, we're not all going to die, Und so sagt Paulus, dass nicht alle sterben werden. but we're all going to be changed. Aber wir alle werden verändert werden. In a short moment, in the twinkling of an eye, In einem kurzen Moment, in einem Augenzwinkern, it says the dead in Messiah are going to rise up, werden die Toten in Messias heraufgehoben werden. Now, this is speaking not about the souls of believers, Und da spricht es nicht über die Seelen der Menschen, but this speaks about their bodily remains, sondern wirklich über den Körper. that which has been buried or simply has decayed or been lost. Das, was beerdigt wurde. In a moment, that body is going to be transformed. In einem Moment wird dieser Körper transformiert werden. And it's going to become a new body, a kingdom body. Und er wird ein neuer Körper werden, ein Körper vom Reich Gottes. Now, that new body Dieser neue Körper is going to be reunited with the soul. wird mit der Seele wiedervereint werden. Understand a very important biblical truth. Verstehe eine wichtige biblische Wahrheit. When a believer dies today, Wenn ein Gläubiger heute stirbt, his body begins to decay. dann verfällt sein Körper. But in that moment of death, his soul goes to heaven. Aber im Moment des Todes, da geht seine Seele in den Himmel. So at the rapture, So bei der Entrückung, the soul which is in heaven is going to be united with a new body. wird die Seele, die im Himmel ist, mit einem neuen Körper verbunden werden. And those who have not dead, who are still alive, who are believers, Und die Gläubigen, die noch nicht tot sind, die noch leben, our bodies are going to be transformed, changed also in a moment. unsere Körper werden auch in einem Moment verändert werden. And this new body that we receive with our souls are going to be taken to heaven. Und dieser neue Körper mit unserer Seele wird in den Himmel genommen werden. This speaks about a great hope that we have. Das spricht über die große Hoffnung, die wir haben. Paul says in Titus 2:13,
Paulus sagt in Titus 2, Vers 13, that this hope is our blessed hope. dass das unsere glückselige Hoffnung ist. Now, probably the most asked question concerning the rapture Wahrscheinlich ist die meistgefragte Frage gegenüber der Entrückung, is when is this going to happen? wann wird das passieren? And most people think of this in light of a 7-year tribulation period. Die meisten Menschen denken da an die 7-jährige Tribulationszeit. Although Daniel speaks about a 7-year period, Auch wenn Daniel über die 7 Jahre spricht, never is it ever called in the Bible a tribulation period. es wird nicht Tribulationszeit oder diese Zeit der Trübseligkeit genannt. It's going to be a difficult period, Es wird eine schwere Zeit werden. but for different people, for different reasons, and at different times. Aber für unterschiedliche Personen aus unterschiedlichen Gründen und zu unterschiedlichen Zeiten. The Bible never puts the rapture in light of the tribulation period. Die Bibel setzt die Entrückung nicht in Bezug zur Drangsalzzeit. This is something that was created by man to help people understand. Das machen die Menschen, damit die Gläubigen besser verstehen. It's based upon a false assumption. Das basiert auf einer falschen Erwartung. That the day of the Lord begins at the beginning of these 7 years. Nämlich, dass der Tag des Herrn am Anfang der Drangsalzzeit steht. We do not find any biblical proof for that. Dafür gibt es aber keinen biblischen Beweis. But when we look at the scripture, Aber wenn wir uns die Schriften ansehen, we do know when the rapture is going to happen. dann wissen wir, wann die Entrückung stattfinden wird. The Bible doesn't give us a date. Die Bibel nennt kein Datum. It gives us an order of events. Sie gibt uns einen Ablauf von Geschehnissen. And with this order is a wonderful promise. Und mit dieser Ordnung gibt es ein wundervolles Versprechen. And here's the promise. Und das ist das Versprechen. It's found in 1 Thessalonians chapter 5 and verse 9. Es steht im 1. Thessaloniker 5, Vers 9. That God has not appointed us for wrath, Dass wir nicht für die Rache Gottes ernannt worden sind, but to receive salvation. sondern wir sollen Errettung erhalten. So the rapture will take place before God's wrath begins. So wissen wir, dass die Entrückung stattfindet, bevor die Rache Gottes auf die Erde kommt. It's very important that you learn the sign for God's wrath. Es ist sehr wichtig, dass du das Zeichen für die Rache Gottes kennst. The Bible speaks of this in 2 different places. Die Bibel spricht an 2 unterschiedlichen Stellen darüber. In the prophecy of Joel In der Prophezeiung von Joel and also in the book of Revelation. und auch in der Offenbarung. What is the sign that the wrath of God is going to begin? Was ist das Zeichen dafür, dass die Rache Gottes anfängt? That the sun will turn black, Die Sonne wird schwarz werden but the moon will turn red like blood. und der Mond wird rot sein wie Blut. Joel tells us this will happen before that great and terrible day of the Lord. Joel schreibt, dass das genau vor diesem schrecklichen Tage des Herrn stattfinden wird. We see a very similar account in Revelation 6. Wir sehen einen ähnlichen Bericht in der Offenbarung 6. In Revelation chapter 6, it speaks about the 6th seal. In der Offenbarung 6 lesen wir von den 6 Siegeln. And there it says the same thing, that the sun will become dark Und da steht das Gleiche. Die Sonne wird dunkel werden
and the moon will be red like blood before the coming of the wrath of the Lamb. Und der Mond wird rot wie Blut sein, bevor die Rache des Lammes kommen wird. So Messiah will remove all believers from this world before his wrath begins. So, der Messias wird alle Gläubigen von dieser Welt nehmen, bevor diese Rache auf die Erde kommt. So in the scripture, we can be assured In der Schrift können wir davon ausgehen und sicher sein, of two things. von zwei Dingen. One, we've already learned. Eins haben wir schon gelernt. We won't experience the wrath of God. Wir werden die Rache Gottes nicht erleben. But that does not mean that we won't suffer for our faith. Aber das heißt nicht, dass wir nicht für unseren Glauben leiden werden. A very problematic theology is this, Eine problematische Einstellung ist diese, that people are taught that before anything gets hard and difficult, that the church is going to be removed. dass den Gläubigen beigebracht wird, bevor irgendetwas Schreckliches passiert, wird die Gemeinde entrückt werden. I don't know the scripture that says that. Wo steht das? What did Messiah teach? Was hat Messias uns beigebracht? He said to his true disciples, Er hat zu seinen wirklichen Nachfolgern, zu seinen Jüngern gesagt, they hated me, they'll hate you. sie haben mich gehasst und sie werden euch hassen. Messiah said, they persecuted me, they'll persecute you. Der Messias hat gesagt, sie haben mich verfolgt und sie werden euch verfolgen. We won't suffer the wrath of God, Wir werden nicht von der Rache Gottes leiden, but we will be persecuted for our faith. aber wir werden für unseren Glauben verfolgt werden. Messiah taught how brother will turn against brother, sister against mother, son against father. The enemies of a man's household will be his own family. Messias hat uns beigebracht, dass ein Bruder gegen den Bruder, eine Tochter gegen die Mutter, dass die Familie der Feind von einem sein wird. We need to be praying diligently that we behave faithfully in light of persecution. Wir müssen ernsthaft dafür beten, dass wir standhaft bleiben, wenn die Verfolgung beginnt. Do not believe the false teaching Glaubt nicht die falschen Lehren, that the rapture will happen before a time of suffering for believers. dass die Entrückung vorher passiert, bevor Gläubige leiden müssen. I want to conclude this study by looking briefly at one chapter in the Bible. Wir beenden das heutige Thema mit diesem Bibelvers. And this chapter is Revelation chapter 13. Und dieses Kapitel ist in der Offenbarung 13. It speaks about a beast that comes up from the sea. Es spricht von der Bestie, die aus dem Wasser kommt, aus dem Ozean. Prophetically, a beast is an empire. Prophetisch wissen wir, dass ein Biest ein Imperium, eine Regierung ist. And the sea represents instability. Und das Meer bedeutet Instabilität, Chaos. So when the world is in great instability, there's going to be a new empire that arises. Wenn die Welt also sehr instabil ist, dann kommt eine neue Regierung, ein neues Imperium hervor. This empire is going to be the one that eventually the Antichrist rules over. Dieses Imperium wird das Imperium des Antichristen sein. And this empire is going to hate everything that belongs to God. Und dieses Imperium wird alles hassen, was von Gott ist. And what does Revelation chapter 13 reveal? Und was sagt uns die Offenbarung 13? That this empire is going to make war with the saints. Dass dieses Imperium Krieg gegen die Gläubigen, gegen die Heiligen machen wird. And it also says that this empire will overcome the saints. Und es sagt auch, dass dieses Imperium über die Heiligen siegen wird.
it's going to appear as though we're defeated. Es wird so aussehen, als wären wir besiegt. But that's okay. Aber das ist in Ordnung. When Messiah died upon that cross, the world thought he was defeated. Wenn als der Messias am Kreuz gestorben ist, da hat die Welt gedacht, er wurde besiegt. But Messiah rose from the dead. Aber Messias ist wieder auferstanden. The resurrection relates to victory. Die Entrückung bedeutet Sieg. And the rapture is a type of resurrection. Und die Entrückung ist wie die Auferstehung. In 1 Corinthians chapter 15, Im 1. Korinther, im Kapitel 15, this is Paul's great chapter that he speaks about the resurrection. das ist Paulus großes Kapitel, in dem er über die Auferstehung spricht. And also in this 15th chapter, we find teaching concerning the rapture. Und in diesem 15. Kapitel, da finden wir auch die Entrückung. So our victory is not in preserving our life. Unser Sieg ist nicht darin, unser Leben zu bewahren. Our victory is in the fact that God will lift us up and take us into his kingdom. Unser Sieg ist, dass Gott uns holen wird, uns auferstehen lassen wird und in sein Reich holen wird. And he promises to do that before his wrath comes. Und er verspricht, das zu tun, bevor seine Rache auf die Erde kommt. So my hope is that we study and learn more about the rapture. Also ist meine Hoffnung, dass wir mehr über die Entrückung lernen. The more we know about the rapture, knowing its truth will give us a spiritual perseverance. Je mehr wir über die Entrückung wissen, dann wird es uns dabei helfen, spirituell standhaft zu bleiben, im Glauben standhaft zu bleiben. And that perseverance will lead us to behave faithfully until we meet Messiah in the air. Und diese Standhaftigkeit wird uns dabei helfen, so lange zu warten und im Glauben zu warten, bis wir den Messias in der Luft treffen. The rapture is indeed our blessed hope. Die Entrückung ist unsere glückselige Hoffnung. I'll close with that until next time. Shalom from Israel. Damit beenden wir das heutige Video. Shalom aus Israel. Finden Sie die Materialien und Informationen von LiebeIsrael hilfreich? Helfen Sie uns beim Verbreiten biblischer Wahrheit und bringen Sie Ihre Gaben ein. Wir suchen Übersetzer und eine männliche deutsche Stimme für das Voice-Over der Videos. Haben Sie Fragen dazu? Wir freuen uns auf Ihre E-Mail. LiebeIsrael@gmail.com